Coach Dennis Milanovic, aka Coach Milano hier aus Berlin. Heute wollen wir ein bisschen über die ersten Steps eines Quarterbacks sprechen. Also einfach Stands und Starts. Da gibt es viele, aber wir werden uns heute ein bisschen um den 3-Step-Drop kümmern und ein bisschen sprechen, und dann kann ich am Ende ein bisschen was über Varianten sagen. Wichtig ist, wie wir starten als Quarterback. Okay? Wir fangen an unterm Center. Okay? Die Line of Scrimmage ist da, wo der Ball am Anfang liegen wird. Der Center steht also vorm Quarterback und der Quarterback steht hier. Nun stelle ich mich mit den Füßen parallel auf. Und dieses haben Quarterbacks jahrzehntelang getan. Okay? Parallel mit den Füßen stellen, den Ball bekommen und dann nach hinten laufen. Was ich euch empfehlen würde, oder die modernere Art ist es, einfach, wenn man so hinterm Center steht, die Füße staggered hinzustellen. Also einen Fuß weiter hinten zu stellen und den Ball von hier aus den ersten Step nach hinten zu machen. Einfach, weil das nochmal ein großer Unterschied ist. Okay, ich zeige es nochmal. Wenn ich hier die Füße parallel habe und den Schritt nach hinten mache, bin ich mit meinem linken Fuß, wenn ich Rechtshänder bin, fast genau immer noch an der Line of Scrimmage. Das heißt, wenn die O-Line jetzt einen Step nach hinten macht, könnte es passieren, dass die O-Line mich fast überrennt. Deswegen, um möglichst weit und schnell nach hinten zu kommen, die Füße gestaggert hinstellen, hier vorne den Ball set hat und dann den ersten Step, man kann ihn auch Open Step nennen, nach hinten machen. Okay? Als nächstes ist es wichtig, wie bewege ich meinen Oberkörper zu meinen Steps nach hinten. Okay? Wenn ich meine Füße staggered habe und nach hinten ansetze, ist es wichtig, dass meine Ellbogen und Oberkörper trotzdem nach vorne zum Feld zeigen. Das heißt, wir wollen nicht wie früher haben die Quarterbacks nämlich den Ball genommen und sind nach hinten gelaufen. Jetzt ist es so, wir wollen so wenig Moves, also so wenig Bewegungen wie möglich machen, um den Ball möglichst effizient und gleichmäßig loszuwerfen oder zu verteilen. Dementsprechend staggered hinstellen, die Ellbogen, die Schultern zeigen nach vorne, also am besten, man sagt parallel zur Sideline, ne, so dass die Ellbogen und der Ball, die Schultern immer schön gerade sind, und ich versuche hier mit meinem Open Step den Ball kontrolliert nach hinten zu bringen. Als nächsten Step haben wir den Crossover Step vom linken Fuß, wenn ich Rechtshänder bin. Der Crossover Step muss gleichmäßig mit derselben Geschwindigkeit gemacht werden wie auch der Open Step. Das heißt, wenn ich hier bin, Step, Step, Crossover. Beim Crossover versuche ich meine Hüfte trotzdem gerade zu halten. Das bedeutet, immer noch versuchen, das mit dem parallel zur Seitenlinie zu bedenken, um hier später dazu in der Lage zu sein, auch meine Backside, also die linke Seite, ordentlich anwerfen zu können. Wenn ich nämlich hier den Crossover Step so setze und mit dem Oberkörper mich wegdrehe, dann wird es für mich sehr schwer sein, da hinten hin zu werfen. Wenn ich also hier bin, müsste ich mich um 180 Grad fast drehen, um dorthin zu werfen. Deswegen ist es wichtig, den Open Step zu machen, Crossover Step, gerade bleiben, und wenn ich dann plante, okay, wenn ich hier dann mit dem rechten Fuß plante, dazu in der Lage bin, in diese Richtung zu werfen. Jetzt habe ich schon gesagt, der dritte Schritt ist dann der Plant Step. Okay, der Plant Step ist dafür da, die Kraft aus dem Körper heraus, wir werfen mit dem ganzen Körper den Ball, nach vorne zu bringen, damit wir den Ball ordentlich raushauen können. Okay? Das heißt, dritter Step wäre Staggered Feet, Staggered Stand, Way Down, Set Hut. Wir steppen raus, haben Crossover, Plant. Okay? Den Plant Step bringen wir hier, man sagt immer, ich glaube heißt Leg to the Z. Okay? Das bedeutet, wenn ich plante, habe ich hier ein Set in meinem Bein. Okay? Das ist die perfekte Position, um zu planten und trotzdem meine Beine etwas gebeugt zu haben
um den Ball ordentlich zu werfen. Viele Quarterbacks oder viele Sportler machen halt den Fehler, egal in welchem Wurfsport, dass sie, bevor sie werfen, noch viel zu aufrecht sind. Wenn man so aufrecht ist und dann werfen möchte, dann muss man, bevor man wirft, erstmal runter und dann werfen. Okay? Dementsprechend auch eine Empfehlung, wenn ihr hier steht, schön versuchen auf einem Level zu bleiben, schön im Saddle zu sein, also in Position zu sein, zu bleiben und von hier aus den Ball zu werfen. Das wäre jetzt ein 3-Step-Drop, okay? Es gibt natürlich viele verschiedene Kombinationen. Ich bin auch ein Fan davon, von Coaches, die technisch ihren Quarterbacks ein bisschen Platz geben, also ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene Technik zu finden. Das ist für mich auch eine moderne Art von Football und ist mir sehr wichtig als Coach. Zusätzlich gibt es ja auch den Deep Pass, das heißt aus 3 Schritten werden dann gleich 5 Schritte. Dementsprechend würde ich dann hier 2 Crossover Steps haben, bis ich mich dann saddle, um dann einen tiefen Pass zu werfen. Und es gibt auch andere Formationen, wo der Quarterback nicht mehr hinterm Center direkt steht, sondern in der Gun, also etwas weiter hinten, damit er den Ball von etwas weiter hinten im Backfield überblicken kann und werfen kann. Okay, dazu kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Video. Ich denke, das waren erstmal genug Informationen für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Subscribe den Channel, lasst ein Like da. Peace.